Hallo zusammen, willkommen bei So Halt. Meine Wimpernwelle am rechten Auge ist total in die Hose gegangen. Die Wimpern haben sich nach innen gekräuselt. Ganz, ganz schlimm. Und das werde ich jetzt korrigieren und zeige euch, wie ich es mache. Viel Spaß dabei. Ich starte zuerst mal und zeige euch, wie die Wimpern getuscht aussehen. Also das ist am rechten Auge absolut nicht möglich, sie wie ein normaler Mensch zu tuschen, denn sie sind so nach innen gekräuselt, dass man sie einfach nicht mal erwischen kann. Sie sehen aus, als wären sie alle abgebrochen und mega kurz, was aber nicht der Fall ist. Also die Wimpernwelle hat die Wimpern nicht zerstört, verätzt, verbrannt oder so. Das nicht. Sie sind einfach nur zu stark gekräuselt. Und das zeige ich dir jetzt, wie wir das beheben können. Das geht super easy und einfach. Und was du hier siehst, ist auch schon das fertige Endergebnis. Und ich bin wirklich zufrieden damit. Und um mein Wimperndesaster hier in den Griff zu bekommen, nehme ich jetzt wieder das Wimpernlifting-Set und werde das Lifting hier rausziehen. Es wird sowieso, wenn man das macht, nicht hundertprozentig an Schwung verlieren, aber es wird hoffentlich meine Wimpern sehr stark, also wieder glätten und dass sie nicht mehr so gekräuselt sind. Wir liften sie jetzt nicht nach oben, sondern wir ziehen sie nach unten. Dafür muss man abkleben. Wenn ihr noch solche Klebepads habt, könnt ihr die nehmen. Die kann man auch nachbestellen oder man nimmt Wattepads mit einer Fettcreme zusammen. Ich halbiere ein Wattepad und schmiere dann Fettcreme drauf. Das macht man dafür, dass nichts von dieser Flüssigkeit auf die Haut gelangt oder auch nicht ins Auge gelangt. Ich verlinke dir beides in der Infobox und natürlich auch nochmal mein Lifting-Set, wenn du da nachschauen willst. Da habe ich übrigens auch einen krassen Rabattcode für dich, mit dem du 20% sparen kannst. Den verlinke ich dir auch. Dann brauchen wir zuerst wieder den Reiniger, weil ich jetzt gerade meine Wimpern abgeschminkt habe. Das soll einfach die restlichen Fettreste und Schmutzreste von den Wimpern entfernen. Das ist wichtig, denn sonst kann die Flüssigkeit auch nicht perfekt wirken. Im nächsten Schritt nimmt man die Dauerwellenflüssigkeit und eines von diesen kleinen Wattepad-ähnlichen Stäbchen und trägt das auf. Am besten muss man die Augen geschlossen lassen. Ich kann dieses Auge alleine schließen, aber das andere irgendwie nicht. Das heißt, ich muss es so versuchen. Und ich ziehe jetzt die Wimpern nach unten mit dieser Dauerwellenflüssigkeit. Sie sind ziemlich störrisch bei mir. Man muss wirklich darauf aufpassen, dass man die Haut nicht berührt. Sollte doch etwas auf die Haut gekommen sein, so wie bei mir jetzt, dann nimmst du ein Wattepad oder ein Wattestäbchen und entfernst es sofort. Also nicht einziehen lassen, das könnte dann brennen. Das Ganze lassen wir jetzt 15 Minuten einwirken. Die 15 Minuten sind jetzt vergangen und jetzt werde ich mit einem feuchten Wattepad alles abwischen. Also es ist jetzt schon wirklich cool zu beobachten, dass sie sich normalisiert haben und nicht mehr wie so Ringelschwänze hier rumhängen. Also das gefällt mir schon mal gut. Jetzt kommt der nächste Schritt. Wir brauchen wieder ein Wattepad unterm Auge und wir nehmen dann den Fixateur, wie heißt der? Fixation, und das Ganze nochmal einschmieren, 15 Minuten warten, abnehmen.
Auch hier sind die 15 Minuten jetzt abgelaufen und ich werde das alles entfernen, was hier noch drauf ist von der Fixation. Einfach mit dem Wattepad runternehmen. Vieles zieht auch einfach ein in die Wimpern. Also ganz viel Flüssigkeit ist da nicht mehr drauf. Und dann nehme ich mir nochmal den Reiniger, gebe davon nochmal was aufs Wattepad und reinige mir damit nochmal die Wimpern ab. Es ist wirklich wichtig, dass keine Rückstände bleiben. Das verklebt die Wimpern. Wow! So, jetzt habe ich meine missglückte Wimpernwelle am rechten Auge behoben, hoffe ich doch. In der Regel sagt man, man soll 24 Stunden nach einer Wimpernwelle kein Wasser draufbringen und keine Feuchtigkeit. Aber nachdem das ja jetzt nur die Korrektur war, werde ich mich jetzt daran nicht so arg halten. Ich werde jetzt sofort tuschen, denn ich möchte auch das Ergebnis sehen. Also krass, wie sie gar nicht mehr nach innen gekräuselt sind. Alleine das ist schon wirklich ein Wahnsinn. Denn ich hatte das jetzt über 3 Wochen hinweg. Ich hatte gehofft, dass es sich von alleine mal gibt. Das war aber nicht der Fall. Schau mal, wie lange sie jetzt auch auf einmal wirken, wenn sie sich ausbreiten können. Klar ist das jetzt nicht mehr die perfekte Welle, wie man sie haben will, aber es ist zumindest nicht mehr die hässliche Kräuselung. Und ich bin in der Lage, die Wimpern normal, wie ein normaler Mensch zu tuschen. Und ich finde, ich meine, sie sind immer noch etwas nach oben gebogen, gell? Also sie stehen nicht gerade nach unten. Ja, und das war mein SOS-Video zu einer missglückten Wimpernwelle. Ich hoffe, es konnte dir weiterhelfen. Also ich bin wirklich froh über das Ergebnis. Bin wirklich erstaunt auch, wie schnell man das korrigieren kann, wenn es in die Hose gegangen ist. Du brauchst keine Angst haben. Ich habe jetzt auch anschließend sofort getuscht und mein Auge brennt nicht. Es fühlt sich nicht komisch an und ich finde wirklich, dass es gut aussieht. Und es sieht immer noch, also es sieht jetzt eigentlich aus wie eine Wimpernwelle, die geklappt hat tatsächlich. Ich bin sehr, sehr froh. Und was mich jetzt noch interessieren würde, wie sind denn eure Erfahrungen mit der Wimpernwelle? Habt ihr es schon mal selber gemacht? Habt ihr es im Salon machen lassen? Oder habt ihr auch solche Misserfolge gehabt wie ich? Oder klappt es bei dir und du hast den ultimativen Tipp, wie es einfach immer klappt? Dann schreibt das doch alles in die Kommentare für mich und für alle anderen. Das würde mich sehr interessieren. Gib mir einen Daumen nach oben und ein Abo, das würde mich auch sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!